Hallo Kemal, freut mich sehr. Freut mich auch. Ähm, meine, ähm, meine Interviews sehen immer so aus, dass ich die Leute frage über eine Überzeugung, die sie selber haben. Hm? Das kann irgendeine Aussage über die Welt sein, von der du denkst, dass sie wahr ist und die für dich persönlich wichtig ist. Also Ja. eine, wo du anders handeln würdest, hättest du die Überzeugung nicht zum Beispiel. Fällt dir da irgendwas ein, was dir wichtig ist, über das du reden möchtest? Und ja, so spontan fällt mir die aktuelle Lage der Welt ein, Mhm. sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen. Mhm. Und ich finde, dass sehr vieles im Gegensatz zu wahrscheinlich einigen Jahrzehnten früher schlechter geworden ist. Mhm. Zum einen ist da, wie die Leute miteinander umgehen. Der Respekt ist nicht mehr da. Die Freundlichkeit ist nicht mehr da in unserer heutigen schnellen Gesellschaft oder modernen Gesellschaft. Was gibt da eine konkrete Aussage, die man. Ja, die Leute sind besonders in den Großstädten einfach unfreundlich geworden, ne? Ganz konkret gesagt, unfreundlich und keiner achtet mehr auf den anderen, jeder nur noch auf sich selber. Und zwar gibt es immer wieder hilfsbereite Menschen, aber ansonsten hat man das Gefühl, dass man ist sehr anonym, besonders in Großstädten, in kleinen Städten oder in kleinen, ja, in den ländlichen Gebieten ist es noch vielleicht anders, wo man sich persönlich noch kennt, aber in den Großstädten ist es wahrscheinlich was vor einigen Jahrzehnten anders. Ich kann mich auch noch erinnern, weil ich ja ein bisschen schon betagter bin. Also die Aussage ist, Ja, die Menschen sind heute unfreundlicher als früher. ja, würde Okay. ich so sehen, ja, sagen. Äh, was meinst du mit früher? Über welchen Zeitraum reden wir? Ja, das ist graduell. Also ich komme aus der Türkei und ich bin seit über 50 Jahren hier. Mhm. Und das Deutschland, das ich damals gekannt habe, also wie die Leute jemanden aufgenommen haben, bis auf einige Ausnahmen natürlich, Mhm. ist ganz anders mittlerweile. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass einfach die Bevölkerung vielleicht gewachsen ist, sondern dass auch die Leute anders geworden sind. Es ist alles viel moderner, aber auch viel anonymer und ja, unfreundlich. Das ist jetzt keine Beschwerde. Ja. Aber wie würdest du denn unfreundlich definieren? Ja. Unfreundlich heißt für mich, dass die Hilfsbereitschaft gesunken ist im Allgemeinen. Und vielleicht auch man die Wahrnehmung hat, dass man mehr alleine ist als eben nicht alleine. Und das war vor ein paar Jahrzehnten anders. Hatte ich zumindest von meiner Auffassung her, von der Wahrnehmung her. Ja, Also wenn wir die Aussage nehmen, früher waren die Menschen freundlicher oder jetzt sind die Menschen unfreundlicher, mhm. auf einer Skala von 0 bis 100. Wie zuversichtlich bist denn du, dass das stimmt? Naja gut, da es meine eigene Ansicht ist, bin ich ja eigentlich zu 100% sicher, dass es so stimmt, weil ich es ja sage. Du, könntest du dich irren? Eher nicht. Natürlich ist die eigene Wahrnehmung vielleicht auch gefiltert, verfälscht, ja, aber eher nicht. Ich würde sagen, es ist so. Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du dass du zu der Überzeugung kommst, aufgrund deiner eigenen Wahrnehmung. Ist das prinzipiell die beste Möglichkeit herauszufinden, ob etwas stimmt oder nicht? Nun ja, man kann ja auch mit anderen Leuten drüber diskutieren und reden und man hat auch bestimmt drüber geredet. Und es ist ja nicht nur die eigene Wahrnehmung, Mhm. sondern auch die Bestätigung anderer Leute, dass es so ist, ja, die dazu beiträgt, dass man sich verfestigt fühlt in seiner Wahrnehmung oder in den Gedanken. Mhm. Du hast eh schon ein bisschen erzählt, aber ich möchte genau noch mal einen Finger drauflegen. Wann hat sich denn die Überzeugung gebildet? Die hattest du wahrscheinlich nicht schon immer. Was ist genau da passiert, wo du gesagt hast, jetzt sind die Menschen immer unfreundlicher geworden in den letzten Jahrzehnten? Ja, das ist ein gradueller Prozess. Mit der Zeit nach und nach, durch Erfahrungen mit Leuten Mhm. und auch mit der Beobachtung, kommt man halt zu dieser Erkenntnis. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man früher Jugendlicher war, also jünger war und deswegen eine ganz andere Weltsicht hatte und dass sich eben die Weltsicht durch das Alter nach und nach
ändert oder dass man besser beobachtet vielleicht. Nicht mehr so, ja, was soll man, nicht eben so wie ein junger Mensch das tun würde, vielleicht auch mit dem Blick eines Elternmenschen, dass man eben das dann so beobachtet, anders beobachtet, als es früher war. Als Kind ist man immer eigentlich, sieht man alles Gute und ganz selten das Schlechte. Ja, und vielleicht sieht man als Erwachsener mehr das Schlechte und weniger das Gute. Das ist also du hast gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass sich die Wahrnehmung geändert hat mit dem Alter. Ja. Ja. Habe ich dich richtig verstanden, dass du, korrigiere mich, wenn ich sie falsch verstehe, dass du denkst, das könnte ein Faktor sein, dass du dich so ein bisschen zweifelst daran, ob das wirklich stimmt? Mit dem unfreundlicher werden, dass die Beobachtung sich geändert hat? Nein, eigentlich nicht. Ich denke mal, dass man als Jugendlicher, als junger Mensch es immer von der besseren Seite auffasst und als älterer Mensch, also als erwachsener Mensch, dann eben durch die Erfahrung, die man gemacht hat, sich dadurch Du meinst, dass man gefestigt fühlt. als Jugendlicher vielleicht diese ganzen Unfreundlichkeiten gar nicht so mitkriegt? Ja, genau. Oder vielleicht die nicht so hoch bewertet und deswegen. Wir haben jetzt drüber gesprochen von den letzten paar Jahrzehnten. Mhm. Wenn ich jetzt 200 Jahre zurückgehe, ich baue mir eine Zeitmaschine, ich springe 200 Jahre zurück, Ja. denkst du, ich finde da auch Leute, die sagen, die Leute sind immer unfreundlicher geworden? Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, natürlich. Sie vergleichen dann auch eben die Zeit, wie es mal war, mit der Zeit, die sie jetzt befinden. Und das scheint eben mal so zu sein. Ich meine, nicht umsonst sagen die Alten ja, früher war immer alles besser. Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Okay. Aber bedingt durch, wahrscheinlich, dass sie das eben anders wahrgenommen haben. In ihrer Jugend und in ihrer Nichtjugend. Ist das jetzt objektiv so? Kann man das objektiv so sagen, die Menschen werden unfreundlicher? Oder ist das nur eine Wahrnehmungsgeschichte? Also es ist, meiner Meinung nach ist es keine Wahrnehmungsgeschichte. Die Wahrnehmung habe ich nur erwähnt deswegen, weil man eben mehr wahrnimmt, je älter man wird oder je mehr Erfahrungen man gesammelt hat, desto besser nimmt man das Ganze wahr. Und deswegen ist es für mich keine relative Geschichte, also wo man sagt, ja. Gibt es eine Möglichkeit, wie man das objektiv feststellen könnte, dass das stimmt? Wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt einen, der sagt, die Menschen werden immer unfreundlicher, und dann habe ich einen zweiten Menschen hier aus München, der sagt, die Menschen werden, das Gegenteil ist wahr, die Menschen werden immer freundlicher oder es ändert sich nicht. Wie könnte ich denn da feststellen, wer von den zweien recht hat? Na gut, dann da würde ich wahrscheinlich eine Gruppe befragen. Und die Mehrheit hat dann gewonnen, ja. Demokratische Abstimmung. Nicht nur demokratisch. Ich meine, was ist Fakt und was ist Fiktion? Im Endeffekt ist Fakt, wie die Mehrheit der Menschen etwas sieht. Ja, das ist Fakt oder das ist die Wahrnehmung, die eigentlich zählt. Wenn die Mehrheit der Menschen etwas so sieht, dann spielt es keine Rolle, ob es eigentlich anders ist. Noch so ein blöder Vergleich, sorry dafür. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt 75% der Leute sagen, die Menschen werden immer unfreundlicher, und dann habe ich hier ein wissenschaftliches Institut, das sagt, nein, wir haben Studien gemacht, das stimmt gar nicht, eure Wahrnehmung leitet euch in die Irre. Wer von den Zweien hatten dann recht? Die 75% oder die das... Naja, das wissenschaftliche Institut hat wahrscheinlich nur irgendwelche Statistiken gemacht und außerdem sind es ja, sag mal, ja, insofern keine Relevanz, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, was die Individuen und die Gruppe sieht, ist für mich mehr relevant, als wenn irgendeine Studie eine Aussage macht. Genauso wie wenn jemand eine Aussage macht, die Impfung ist gut, ja, aber die Beobachtungen zeigen vielleicht doch nicht so, von mehreren Leuten.
dann kann man ja sagen, ja, das ist ja super wissenschaftlich, ne? Es ist belegt, dass es nicht schadet. Und also so ein Vergleich, Ja, im Endeffekt. okay. Bist du, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann, wenn viele Leute etwas wahrnehmen und die Wissenschaft sagt was anderes, dann haben die Leute recht und nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist auch relativ. Vor 200 Jahren, ich glaube, oder vor 300, ich weiß nicht, als die Bahn erfunden worden ist, ja, also auf dieses Fortbewegungsmittel auf Schienen, dann haben doch die Wissenschaftler behauptet, die Geschwindigkeit würde kein Mensch aushalten. Er würde sterben. Sie es würde sterben. Bei dieser Geschwindigkeit kein normales Lebewesen kann das aushalten. Ja, das war die wissenschaftliche Erkenntnis zu der Zeit, was sie aber dann recht bald als nichtig erwiesen hat. Also was ich damit sagen möchte ist, Wissenschaft in Anführungszeichen ist nicht unbedingt immer das Wahre. Eigentlich müssen wir dann über das Thema reden. Wir können dann gleich noch eins dranhängen, wenn du magst. So. Also, ob die Menschen freundlicher oder unfreundlicher werden, hängt von der Wahrnehmung der Menschen ab. Du hast gesagt, du kannst dich da eigentlich nicht irren. Gibt es auch andere Dinge, wo du dich nicht irren kannst? Ja, damit will ich nicht sagen, dass ich ein Sturkopf ist, der unverbesserlich seine Meinung nie ändern möchte. Natürlich, wenn ich etwas beobachte, was im Gegensatz zu dem ist, was ich eigentlich von dieser Thematik halte, dann sollte man natürlich offen dafür sein und es auch anders akzeptieren können. Ja? Was natürlich sehr schwierig ist, wenn man sich mal eine Meinung gefestigt hat. Das ist dann schwierig umzuformen, aber man sollte natürlich offen sein. Und, Gibt es was man dir vorlegen könnte, was du sehen könntest, erfahren könntest, das deine Meinung ändern würde? So von, du bist voll überzeugt, nur noch auf 95 oder 90% überzeugt, dass das so ist. ja, natürlich. Also wenn da. Hast du ein Beispiel? Ach so, du willst konkrete Beispiele dafür haben. Wenn es leicht geht. Mir fällt da jetzt nichts Konkretes ein, aber ich will damit sagen, grundsätzlich sollte man natürlich open-minded sein und auch andere Ansichten zumindest in Erwägung ziehen, ja, dass es so vielleicht sein könnte. Aber das muss dann auch eine Bestätigung in sich selber da sein, eben durch die Beobachtung. Ich kann nicht einfach nur, weil jemand behauptet, dass es anders ist, als ich es beobachtet habe, sagt so akzeptieren. Ich muss es auch sehen, so dass ich dann sage, aha, ja, vielleicht kann man ja drüber nachdenken. Aber ich denke mal, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei allen Menschen so. Man kann jemanden aus seiner Überzeugung nicht so einfach wegbringen, ohne dass man dafür hieb- und stichfeste Belege hat. Ja? Das kann eben aber meistens nur geschehen durch Beobachtung eines selbst. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine eigene Beobachtung ist ein guter Beleg für dass etwas wahr ist. Ja. Okay. Gut, man hat ja ansonsten keine Handhabe. Ich meine, man kann mir irgendwelche Geschichten erzählen über irgendein Thema. Das kann ich so als gegeben hinnehmen. Und wenn man mit der Beobachtung aber etwas anderes sagt, ja, dann werde ich natürlich meine Beobachtung, so wie jeder vernünftige, rationale Mensch es tun sollte. Und nicht dem Glauben schenken, was jemand anders Das heißt, behauptet. du bist der Meinung, dass die eigene Beobachtung das Nonplusultra des Erkenntnisgewinns ist. Ja, Könntest du dich in dem Punkt irren? nein. Warum nicht? Nur weil ich ansonsten keinen Anhaltspunkt habe. Weil irgendwo muss ja Wahr und Nichtwahrheit und Wahrheit dann unterschieden werden. Und die kann man nur durch seine eigene Beobachtung machen. Also damit will ich sagen, die Wahrheit und die Nichtwahrheit ist in dem Punkt gesehen etwas Relatives, was halt von jedem persönlich dann abhängt. Ja, das ist für mich zumindest immer ein guter Anhaltspunkt gewesen, wie man etwas zu bewerten hat. Nämlich seine eigene Wahrnehmung. Wobei man immer natürlich drüber nachdenken muss.
die Wahrnehmung könnte gefällt sein. Aber eben nicht hundertprozentig, sondern Ja, wäre meine nächste Frage gewesen, es fällt dir ein Beispiel ein für etwas, wo einem die Wahrnehmung trügt? na gut, klar. So wie es optische Täuschungen auch gibt, gibt es auch Wahrnehmungstäuschungen. Ja. Aber die sind halt punktuell. Die sind halt mal da, vielleicht für einen Zeitraum. Dann denkt man über etwas anders nach und die ändert man sich. Das heißt, es ist so ein Prozess, wo man sich über ein Thema die Meinung mit der Zeit bildet. Natürlich, wenn man von Anfang an da festhält und festbeißt, dann ist es ein Mensch, der leider Gottes ja unflexibel ist. Aber jeder von uns sollte ja flexibel genug sein, seine Wahrnehmung oder seine Meinung über etwas zu ändern, also auch die Wahrnehmung dann zu bewerten. Und deswegen kann ich sagen, wenn jemand lange genug eine Meinung sich gebildet hat, weil er eben durch die Wahrnehmung und die Erfahrung es bestätigt bekommen hat, dann ist es für diesen Menschen einfach die Wahrheit. Und da kann er sich wenig wischen. Ja. Ich weiß, worauf du wahrscheinlich eingehst, ne? Aber ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung gehabt, wo ich mich hundertprozentig von dem abgewendet habe, was ich jahrelang beobachtet habe, nur durch eine einzigartige Erfahrung. Machen wir jetzt ganz zum Schluss ein kurzes Gedankenexperiment. Ja. Stell dir vor, wir haben eine Maschine, die wirklich immer die Wahrheit weiß. Mhm. So ein kleiner Computer, Ja. eine Göttermaschine. Und da kannst du eine Frage stellen und die sagt immer die Wahrheit. Und da gehst du hin und sagst du, hey, liebe Maschine, die eigene Wahrnehmung ist das beste Mittel zum Erkenntnisgewinn, liege ich da richtig? Und die Maschine macht Rödel, 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 Und sagt- Nadeldrucker, ne? Sag nein. Und er sagt, nein, du irrst dich. Und drunter steht eine Begründung. Was könnte möglicherweise in diesem Begründungsfeld drinstehen? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erden, die größer sind als unsere Schulweisheit. Vielleicht würde das drunter stehen. Okay. Hey, geh mal. Hab mich sehr gefreut. Habe mich auch gefreut. Ich habe mich so sehr blöd daher geredet. Nein, perfekt, hat alles gepasst.